Next level. Und somit herzlich willkommen zu meinem neuen Stream im Train Simulator 2020. Jetzt machen wir mal eine Begrüßungsrunde. Wir haben einen Dollars. Christi alleine war wieder mal der Erste. Hallo Alpha, hallo Austria Trainer G, hallo Mac. Hallo Christian Sesselmann. Hallo Markus. Und das war's. Und jetzt gehen wir mal rüber ins Spiel. Und schauen wir mal, was wir als erstes fahren.
Ah, da schau her, die Südbahn Wien Hauptbahnhof haben sie bis Bayerbach weitergebaut. Schön. Saloglausche. Danis, Computer. Ja gut, sucht einen kürzeren Namen aus. Ich sag nur Danis. Ja, dann lohne ich mal das erste Szenario, weil es war ja schon sehnsüchtig drauf, was ich euch vorbereitet habe. Was ganz was Knuffiges. Finde ich halt, also. Na, wo haben wir es denn? Auf der Wutachtalbahn fahren wir mit einem ganz interessanten Zug. Dieseltriebwagen, den habe ich da gibt es eh schon länger, im Forum gefunden, mit dem VT03. Danke, Mike. Das habe ich beim, ich glaube New Yorker habe ich das gehabt, bin mir jetzt nicht sicher. So, guten Morgen. Heute fährst du den VT03 auf der Wutachtalbahn. Du fährst von hier Fützen nach Weizen und anschließend wieder zurück über Fützen nach Blumberg-Zollhaus und dann wieder nach Fützen. Ja, weiß ich nicht, ob wir alles fahren, aber schauen wir mal. Bereite nun den VT vor. Sobald du bereit bist, fahre an den Bahnsteig. Weil musst du Weichen selbst stellen. Hallo Martin D. Das Szenario ist vom 99.245. Wie gesagt, den VT03, den gibt's im Rails-Forum. Jetzt schalten wir mal mit B die Batterie ein. Mit C da wir mal vorwärmen. Und ja. Richtungswender ist vorne. Shift 8 PZB, Shift 7 Ziffer mit M Motorstart. Mit I können wir das Instrumentenlicht einschalten, mit H vorne. Aha, der funktioniert nicht für das Südbahn. Danke Mario. Ja, ich zeige euch das Zugerl einmal. Na, ist der knuffig. Wie ihr seht, haben wir keinen Lokführer. Woran das wohl liegt? Na, ich kann es euch schon sagen, woran es liegt. Laut PDF mit Raute die Handbremse lösen. Laut PDF hat das Teil anscheinend da der Markus Lindner seine Markus? Ja, der was auch die 146 gemacht hat. Das war letzte Woche auch schon mitgekommen, Christian. Und ihr wisst ja alle, dass der nicht wirklich schafft, der Lokführer zu einbauen. Und somit zuckeln wir da mal vor. So, jetzt müssen wir uns wir müssen uns eintappen. So, Signal ist frei. Also ich finde das da lieb zum Fahren. Es wird vielleicht ein bisschen langweilig werden, weil es doch ein sehr langes Szenario ist. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen auch vorbereitet, die was euch wahrscheinlich auch nicht so gefallen werden, aber schauen wir mal. So, jetzt nehme ich mit E den Motor von der Achse, damit er mir nicht im Leerlauf weiterrollt. Und bremsen wir rein. Wie kommst du jetzt auf großer Meister, Christian? So, da wir stehen. Geh mal in die Innenansicht. Sieht man da was? In der Innenansicht sieht man nicht wirklich viel. Außenansicht. Da ist die Tür offen. Wir können da noch. Ja, hallo Potato. Wir können. Es freut mich, dass du reinschaust. Wir können dann natürlich auch von innen, wenn ich da jetzt hergehe und da umgehe, kann ich mein Fahrrad ja auch aufmachen. Gell? Also so ist es nicht, aber das bringt halt nicht wirklich was. Fenster gegen ein A, nein, gegen ein nicht, geht nur die Tür auf.
Ja, gut. Das heißt, Gang wieder rein, also den Motor drauf und aufschalten. Das ist ein bisschen schwierig zum Fahren. Weil, fragt's mich nicht, warum PZB und LZB, also PZB funktioniert. Weitestgehend. Und ich habe leider gesehen, ich habe bei dem Stationshütel eine Milchkau, weiß aber nicht warum. Irgendwie hat das da nicht funktioniert. Ich habe da jetzt dann die Wutachtalbahn nochmal installiert und hin und her, aber ich krieg die Milchkau nicht weg. Können wir noch ein Stück aufschalten. Ja. Da müssen wir halt leider schon wieder mitbremsen, weil es da ein bisschen bergab geht. Das ist ein bisschen, ja, Niklas Lindler, Entschuldigung Alpha, war mein Fehler. Da geht es leider ein bisschen stark bergab. Uiuiui, der Rausch da. 14 wird, naja, gut. Weil, aber ich finde das Teil recht herzig, also mir gefällt der ganz gut. Wir haben halt nur die zwei Innenansichten. Schaut ein bisschen blöd aus, wenn da kein Lokführer mitfährt, aber das sind wir ja eh schon gewesen vom Niklas Lindner, also was soll's. Der Tacho geht auch nicht so hundertprozentig genau, ist mir aufgefallen beim Testen. Weil der zeigt mir da teilweise einen 40er, obwohl ich da schon noch ein bisschen drüber bin, ein bisschen drunter. Das ist... Aber so finde ich es ganz gut, das da. Es ist halt leider nicht sehr schnell. Ich meine, ich weiß nicht, wie schnell das geht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es bis jetzt nur auf der Strecke gefahren. Und Prost, Leute. Hallo Luke 00, grüezi in die Schweiz. Freut mich, dass du zuschaust. Jo. Der Niklas Lindner, einfach der hat bei keiner seiner Loks einen Lokführer drinnen. Warum auch bei den Dampfloks nicht? Fragt's mich nicht warum. Sicher. Aber es ist halt leider so. Jetzt haben wir 10% oder Promille Gefälle, was weiß ich, das ist ziemlich viel. Aber die bremst das ganz gut. Grüezi, bitte Kipfer. Ja, heute schon um 14 Uhr, weil ich muss ein bisschen Rücksicht auf meine Family nehmen. Die Frau hat gemeint, das ist ja das letzte Mal ein bisschen zu lang gewesen. Sie möchte vom Sonntag auch noch ein bisschen was haben. Und deswegen machen wir heute ein bisschen früher und ich schätze mal bis 4:30, sowas werden wir streamen. Schauen wir mal, was mir noch einfällt. Jo. Ist leider ein bisschen zart, das Szenario. Ich hoffe, dass es dann besser wird von der Strecke her. Aber ich bin die Wutachtalbahn eigentlich noch nie wirklich gefahren. Das mit dem Chat habe ich jetzt auch hingebracht, den habe ich jetzt auch bei mir am Bildschirm. Das seht ihr ja nicht, aber ich sicher. Das heißt, ich brauche nur mehr ein Handy, nämlich das für die Webcam. Und ja, du Alpha, ich weiß nicht, wie lange das dauert, dass man Lokführer einbaut. Ich kann nicht skripten, gar nichts. Also ich bin da leider gosch ein bisschen wild drauf, mit denen ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit den Klumpert. Und somit fahren wir den jetzt ein bisschen rascher um die Kurven.
Wie gesagt, das mit dem Auf- und Abschalten bei dem Teil. Hast wieder ein Spotting-Video gemacht, Luke 0. Das mit dem Auf- und Abschalten ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob das geht, Christian Sesselmann, ob du da im August schon eine Woche Urlaub in Wien machen kannst. Bei der momentanen Situation fürchte ich, wird der Urlaub ins Wasser fallen. Weil momentan sind sogar alle Gastronomie jetzt mittlerweile zu. Die Hotels wollen es auch zusperren. Schaut schlecht aus für deinen Urlaub, muss ich dich leider enttäuschen. Jetzt sind wir da, das ist halt eine Sache Streckenleidl, es tut mir leid. Aber es ist, was interessant war, halt, ich gosch einmal, war halt, was für Licht, soll ich Licht machen? Bitte. Einfach was passt da an mein Licht nicht. Ich kann nichts dafür, das ist, ich habe jetzt natürlich wieder, der bremst schon wieder, ich habe jetzt wieder alle Rischet und den ganzen Krampf rausgehauen, weil es bringt nichts. Das schaut so auch verdammt gut aus, wenn man das ein bisschen über die Grafikkarten einstellt und ja, was soll ich sagen, es nimmt mir einfach nur FPS weg und das kann ich über die Grafikkarten auch einstellen, beziehungsweise im Spiel selber. Das ist so, was meinst du jetzt, Christian Leine, alles positiv sind? Ja, ach so, wegen einem Urlaub, ja. Ich wünsche ihm's, Christian Sesselmann, dass er nach Wien kommen kann, aber ehrlich gesagt, ich kann mir's nicht vorstellen. Einen zweiten Lokführer bei der italienischen Variante, okay. Auch interessant. Wenn wir durch den Tunnel durch sind, dann geht es wieder ein bisschen schöner. Ja. So. Also, das nächste Szenario wird auch nicht wirklich viel schneller. Das kann ich euch schon verraten. Da werden wieder einige ranzen, weil ich das Kujo klumpert vor. Aber das geht leider nicht anders beim nächsten. Weil es die Lok nicht von wem anderen gibt. Und die 204er habe ich nicht. Somit müssen wir mit der Lok fahren, die was vorgesehen ist. Also ja, sie bessern sich, Christian, aber ehrlich gesagt, ja, Mario, ich weiß, Mario, sage ich, Raffi, ich weiß, es ist ein fades Szenario, gut. Dann rasen wir halt ein bisschen besser. Ich kann nichts dafür, dass die Strecken so langsam ist. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller wird. Wenn es wollt, wir müssen es nicht durchfahren, das Szenario. Also, das ist... Ich bin da nicht so, dass ich sage, ich durch das jetzt dann auch, dass wir da nochmal die ganzen 40 km/h zurückzuckeln. Ich wollte euch eigentlich nur den Zug, den Triebwagen zeigen. Und ja... Ich fahre halt noch ein bisschen und dann fahren wir halt das zweite, wenn es wollt.
Weil ich glaube, das ist mir momentan auch ein bisschen zu fad, muss ich ehrlich zugeben. Ah Gott. Weil ja, ich habe aber auch nicht gewusst, dass die Strecken so zart ist. So langsam. Ehrlich war. Das ist wirklich eine zache Partie, da habt ihr recht. Was bei uns... Ah! Das war aber nicht schlecht, ja. Wie kommst du dazu, dass dir ein SSLO schreibt? Hast du das einfach angeschrieben, oder was? Okay. Da könnten sie aber die paar Meter auf Freilassung aus auch noch machen. Ehrlich gesagt. Das ist auch nicht wirklich viel. Also irgendwie vertrauen tue ich denen auch nicht wirklich, das ist schon richtig, weil aber ja, es ist man muss nicht immer was davor setzen, das ist ja das. Muss man nehmen, was sie einem vorsetzen, geht nicht anders. Ja, Mike, in Linz wird es mit den FPS ein bisschen heftig werden, da stimme ich dazu. Das ist leider ein bisschen... Aber gut, sie haben es in Graz auch gebraucht, also... Schätze mal, wird das in Linz auch gehen, oder? Denke ich einmal. Werden wir eh sehen. Gut, schau mal, jedes Mal, wenn ich mir eine trage, geht die depperte CV. Gibt's ja nicht. ...24 GB Vorwärtsspeicher, da bist du ja Kapitalist, erst ich weiß nicht. Sind wir ein bisschen übernarrisch geworden? Wirklich. Bremst da wieder sogar, aber das ist eine fade Partie, das Szenario echt war. Naja. Ja, es ist halt leider ich hab zwar nur 16 GB Arbeitsspeicher, aber das reicht mir auch, ehrlich gesagt. Momentan. Es ist halt leider im TS nicht möglich, dass man so große Strecken wie PTP oder wie das heißt, das Zweier da, das Pro Train Perfect oder so, da waren ja wirklich schöne lange Strecken dabei, aber da war halt die Grafik für den schon wissen. Das ist halt das andere Problem. Gusch. Es ist mir wurscht, du, ich rauche seit über 30 Jahren. Ich rauche seit über 30 Jahren. Mein Arzt hat mir gesagt, es ist ihm lieber, Internist, ja, es ist ihm lieber, wenn ich weiter rauche, als wie wenn ich jetzt saufen tät und Drogen nehmen auch noch dazu. Da soll ich lieber rauchen, oder gemeint, er muss mir sagen, dass ich aufhören soll, und das war's dann auch schon. Aber der ist halt leider schon in Pension gegangen, der Haberguck. War aber recht ein gemütlicher Kerl. Nein, ich bremse jetzt nicht gleich ab, weil ich weiß, wie weit das noch ist bis zu der Blendentaufe. Schön langsam runter vom Gas. Diesel in dem Fall.
Außerdem ist ja für mich, für mich eine Einstellungssache. Ich lasse mir nicht alles nehmen. Jetzt habe ich eh schon ins Saufen aufgehört und warum soll ich dann da ins Rauchen auch noch aufhören? Die Pfeifen ist nicht sehr schön, oder? Naja. Es ist halt nicht wirklich, ist drüber gefährt. Ich hätte am liebsten ausprobieren, wie schnell das Ding geht. Aber nicht, dass wir dann wieder aus der Kurve fliegen, ne? Du, ich hab das eh schon mal gesagt, gesagt, Alpha. Wenn sie Franz Josefsbahn bauen, dann wird die von mir auf Leib und auf, na wie sagt man, auf Nieren geprüft, weil ich bin bei der Franz Josefsbahn aufgewachsen und ich kenne dort, also zumindest bis dahin auf für fast jeden Star, also wenn die das, oh, das Kraftwerk geht mir wohin. Da möchte ich schon, dass das auch in etwa passt. Es gibt ein paar markante Stellen auf der Franz Josefsbahn, wenn sie die nicht hinbringen, dann allein zum Beispiel, wenn die Greifenstein nicht drinnen ist, dann können sie es eh vergessen. Gusch. Mit der Franz Josefsbahn, weil die gehört schon rein, weil das sieht man schön von der Strecke aus. Und dann hast du auch noch die Mauer und die Straßen daneben, also die müssen das schon ordentlich machen, weil sonst kaufe ich nichts mehr bei ihnen. Wenn sie meine Heimstrecken versauen, wenn sie meine Hausstrecken versauen, dann bin ich sauer. Eis macht das schon, ist zwar. So, eine andere Frage. Sollte ich irgendwann einmal DSW bringen oder irgendein anderes Spiel? Ich habe mir jetzt. Ja, sicher muss ich Stift da eine. Die Martinskirchen nach Klosterneuburg, das sieht man auch von der Bahn aus. Also, da haben sie einiges vor sich. Ich hab das Update nicht drauf, das Boing, Boing, Boing. Ich mag die deutschen Schranken nicht, die sind so geiselig. Ich meine, wenn es die Autobahn nimmt, also die Umfahrung nach Öflein raus, also nach Kritzendorf raus, wenn es die Umfahrung die Eiche weglassen und das auf Altbahn, so wie es damals war, und wie sie in Niedermark jetzt machen, in Klosterneuburg, das ist mir relativ wurscht. Aber der Wandern müssen sie es entweder so oder so machen. Oh, wir sind gleich im Weizen. Trinkt man dann ein Weizen in Weizen oder? Ja, im Endeffekt sind es Kuhschranken, ich weiß. Also allein wenn die Strecken nicht schneller wird, dann fahre ich nur hin, gusch, und zurück nimmer. Weil das ist mir dann zu mühsam. Sorry. Der hat jetzt zwei da. Ja, wo war ich? Jetzt sind wir da wieder schneller, die 8%. Oh, eine Werbetafel. Yay. Müssen wir dann gleich wieder hupen.
Also bitte Bananenweizen trinke ich sicher nicht. Das ist ja sowas von grauslich. Nee, das ist Bananenweizen, mit dem kannst du mich jagen. Das klingt ja schon mal grauslich. So. Habt ihr auch die Probleme mit diesen depperten Drecks da, mit diesen britischen da von Armstrong Powerhouse? Diese AP-Drecks. Die sind ja sowas von deppert. Die hast einmal drauf. Ja, die gibst einmal drauf, dann wollte man die eine tschechische Freeware-Routen installieren. Habe ich keine Gleis gehabt, weil da brauchst du die Köln-Koblenz dafür. Weil die Gleis von dort verwenden. Nur das Armstrong Powerhouse, die Drecks, haben da über die Köln-Koblenz drüber geschossen irgendwie. Ich sag doch nur, Alpha, jetzt nimm nicht alles immer so ernst erst. Führerstand wechseln und zurückfahren. Was meinen Sie? Ich frage einmal. Sollen wir nochmal zurückfahren oder hören wir auf? Mit dem Szenario. Ich warte. No? Ja, das da ist schnucklig, darum frage ich ja. Aber das ist ein sehr kurzer Strickstückel auf der Strecke, also da hätte er sich auch was anderes aus. Was nimmst du? Ja. Also fahren wir nochmal zurück und dann machen wir das nächste. Ja, gut. Danke, Mike. Du bist meine Erlösung. Das Szenario ist nicht schlecht, Leute. Ehrlich wahr. Nicht speichern, abbrechen. Na, was ist denn da jetzt? Weil ich wollte euch den Triebwagen einmal zeigen. Ich finde den wirklich super. Mir gefällt der irrsinnig gut. Ups. Und mit dem dann nehme ich das zweite Szenario, was ich vorbereitet habe. Wir dieseln wieder auf der Freeware-Strecke Salzburg, S-Bahn Salzburg. Zack. Ich weiß, Kuju, klumpert, blödes. Aber ich habe vom Game Master das Soundpack drauf, das Sound Update. Und das Teil klingt richtig gut einmal. Meiner Meinung nach. Also die Klinger tut die wirklich gut. Und ein Baby da habe ich glaube ich auch reingehauen. Also schauen wir sich das einmal an. Grüß dich. Heute sind sie mal im Einsatz der SLB, Salzburger Lokalbahnen, um den Materialnachschub für die Stillbrauerei. Ja. Dazu fahren Sie mit der Diesellok mal aus der Remise bis zum Wendepunkt und dann drücken Sie rückwärts den Partier. Genau, das machen wir jetzt einmal. Jetzt steigen wir mal ein da. So, wieso ich das jetzt offen habe, weiß ich nicht. Machen wir mal ein Licht. Richtungswender nach vorne. Und jetzt, Leute. Na, klingt das da nicht gut? Huch. Gerade noch da druckt. Ja. Der Schrank da ist eh rot. Wow. Das ist wurscht, ich fahr der Bauart über den Schranken drüber. Ja, du musst eh stehen bleiben, wenn ich auf die gleich stehe. Genau. So. Steuerung, zack.
Überfahren des Signals erteilt. Ich fahre das von außen, weil man da den Sound besser hört. Finde ich. Allein das Huperl ist auch super. Ui, 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 falsche Richtung. Ja, ich weiß, es ist die Kuyo-Lok, aber ich finde das so, das klingt einfach gut, das Ding. Hi Adriano. Ja, da steht er noch, genau. So, bremsen. Ja. Jetzt geht's nach hoch. Nun vorwärts Richtung Rangierbar vom Bahnhof Gnigl. Da stehen die Wagen. Wann wer aus der Gegend ist, der kann man ja sagen, wie man das ausspricht. Gnigl, Gnigl. Aber der BZB, wir haben es leider nicht. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen habt. Ich habe gerade auf die Befreien-Tasten gedruckt. Einfach aus Gewohnheit. Ja. Wenn wir da die Signale besser sehen. Da wir die Leute aufwecken in der Früh. Oh, da war eh rot. Also ich finde das Stückel auf der Strecke wunderschön. Das ist auch Teil von der Strecke, was kaum wer fährt. Hängt der Chat oder schreibt keiner was? Bäume! Und wir fahren wieder nur mit einem... Hier beginnt das ÖBB-Netz, der SLB fährt mit Gleichstrom, daher können wir mit keiner E-Lok fahren. Okay, jetzt hätten wir das auch gelernt. Ja gut, das hab ich nicht gewusst, also... Dass die da Unterschiede haben, okay. Ah. So, da kommt jetzt dann glaube ich ein Signal. Also da möchte ich... Also wieso da jetzt rot war, das Verschubsignal, weiß ich nicht. Da haben wir wieder frei. Wie gesagt, das ist ein bisschen auch da, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Alle Signale hauen halt nicht hundertprozentig hin, aber mein Gott, man kann sich nicht um alles kümmern. Sonst waren wir Kümmerer. Gespannt hörst du mir zu. Das freut mich. Ja, Rallye und das ganze Kuyo klumpert. Aber ja. Ich weiß, ich schleich schon wieder, aber wir können ja nachher dann ruhig noch eins fahren, weil das dauert eh nicht so lang. Das jetzt da, ja, vielleicht lasse ich mich überreden, entweder fahren wir das von mir.
bleib stehen, bleib stehen. Na, wirst. Nein! Ah. Drüber tappt. Die hätte ich nicht erbremst. Leute, das war nix geworden. Oh genau, nur das musst du auch mal zusammenbringen. Den hätte ich sicherlich nicht erbremst. Gott sei Dank hat sich der tappen lassen. Ja, wie gesagt, aber für Freiwehr finde ich die Strecken, die Bröbe gefallen mir nicht besonders, aber was soll's. So, Dali. Jetzt müssen wir uns einmal dann die Waggöner holen. Irgendwo da hinten kommen dann die Waggöner. Da, die da. Ich glaube, die sind's. Das heißt, die bremst schon sicher jetzt ein bisschen an, dass wir uns da rankuppeln können. Ja, ein BW, der spinnt schon wieder mal um dumm. Anstandshalt ist ein bisschen weit weg gewesen, ja. Aber was soll's. Schrumm, ja. Scheiß sich drum, sagt man auf Deutsch, aber sagt das nicht weiter. Klonk, da sind wir drauf. Verschieber hätte da keiner dazwischen stehen dürfen. Na, gib mir das Hagel da. Gib mir das Hagel nicht. Klonk. So. Ab geht's rückwärts Richtung Stiegelbahn. Auf der Stiegelbahn sollten nicht sehr schnell gefahren werden, da die Gleise nicht mehr die besten sind. Ja, es ist wieder so ein Schleich-Szenario. Leider. Oh, das AP wieder geben auf die her. Das ist ja wirklich. Ah. Aber die Lok klingt so gut. Na, Anzug hat es aber nicht viel. Ich trug schon wieder mal die. Ja, das ist ein Szenario, was dabei war, Alpha. Du kennst es doch eh, oder? Du weißt doch, wie das ist. Da schau her, wir haben einmal ein freies Signal, ich glaub's ja nicht. Und du weißt, ich nehme das nicht so genau mit den Dinger. Ich hätte ausgewichen, nicht Bock gemacht. Bock. Dafür jetzt Bock gemacht. So. Ich druck schon wieder, das ist die Gewohnheit. Aber nur minimal habe ich mich da verbremst gehabt, Christian, leider, ja. Aber du hast das auch gefahren. Aber mit einem anderen wieder, glaube ich, ne? Oder? Ja, aber schau, was soll ich deiner Meinung nach bringen, Alpha? Biffige Bahn macht der Maverick. Also warum soll ich mich da... Ich bringe halt das, was die anderen teilweise nicht bringen, weil sie einfach nicht wollen oder weil es einer zu schlecht ist oder wie auch immer. Dieses... Ja, ich habe das Wetter geändert. Das ist, wo ich sagen muss, der depperte Kuhstapler schon wieder. Ich hasse das Teil. Aber der Motor von der Lok, also der Sound vom Genmaster, das ist wirklich genial. Ich glaube Genmaster heißt er. Das ist wirklich, der Sound ist wirklich genial.
Regt's da nicht im Original? Ich glaub fast, gell? Fahren Sie über Bestimmungsort 1. In 5 Kilometer. Können wir jetzt endlich irgendwann einmal schneller harzen? Da ist er wieder rot. Er hat erteilt, warum das nicht? Ihr habt es gelesen, dass er es erteilt hat, dass man drüber fahren dürfen, oder? Aber warum er da jetzt nicht blinkt, das ist, ja, Freeway-Strecke, das ist, jetzt habe ich leider ein bisschen zu viel Schwung verloren. Ich habe getappt vorher, bitte, ja. Weil da ist dann wieder frei, also da stimmt was mit die. Da kehrt das Signal für die andere Seite, da habe ich jetzt nicht geschaut, ob der nicht so ein Ding drauf hat. Das ist ja mit den Signalen teilweise wirklich ein Horror. Das ist ungut. Wenn der Bagger geht, der macht wenigstens keinen Wirbel. Ja, wir dürfen dann Gas geben ein bisschen noch. Wenn die Weichen richtig gestellt sind, dürfen wir ein paar Kilometer Gas geben. Sorry, ich habe einen Durst. Ja, ich weiß, aber mir hat das Szenario einfach gefallen. Da hat er auch, der was die gemacht hat, die Strecke, der hat mir auch mal geschrieben, jetzt drucke ich schon wieder, dass da irgendwie ein Update oder was kommt, aber anscheinend kommt da auch nichts mehr. Ja, es kann nicht immer alles passen im DS, ja, da hast recht. Ich habe mir jetzt auch den VT irgendwas, schieß mich tot, weil der geholt den Eierkopf. Weiß ich, was das für einer ist. DB, Eierkopf rot-schwarz oder rot-grau. So zum Fahren vergiss es, aber als KI kann man nehmen. Also den wäre sicher mal, wenn ich wieder sowas Nostalgisches mache. Dann wäre ich den wir radieren mit dem Blut auf der Decken erst, das sagt mir auch keiner. Das hat jetzt weiter da oben. Ehrlich wahr. So. Jetzt können wir gleich wieder dann bremsen. Ja, da, jetzt willst du eine Bestätigung haben, du hier nicht. Gibt's ja nicht, so ein Schmarrn. Was ist jetzt? Hallo? Nicht, willst du jetzt nicht anschmieren, bitte? Da vorne ist ein 30er, bremst du Socken. Du sollst bremsen! Gibt's ja nicht. Ah, da bleiben wir am 30er. Ja, der kommt erst davor und kann ich ruhig ein bisschen. Hey, da ringt's ja. Ui. Was ist da jetzt?
ist so toll, diese Signale, das steht auch ein bisschen falsch, das Signal, glaube ich, ja. Also wir fahren verkehrt deswegen. Und ich rase. Hallo Marc. Ah, na ist der nett, der hält uns den Weg frei. Das ist lieb von ihm. Das ist echt süß von ihm. Jetzt wird eigentlich nur mit der Marzi, oder? Dann haben wir die Rennspielpartie auch beieinander. Und die Schießer. Ja, eingeschenkt habe ich es, aber saufen tue ich es nicht, ne? Wieder mal typisch. 5:21 Uhr, jetzt regt man die Leute auf. Muss sein. Siehst, das ist genauso langsam wie das, was ich vorher gefahren habe. Teilweise langsamer, ist aber nicht so fad, oder? Was meinen Sie? Ja, weil mir aber die Fehler, die kann ich halt ohne PZB und Silber ist das halt ein bisschen blöd, ne? Das nächste. So schnell. Das nächste Szenario machen wir dann was anderes. Da werden wir dann wieder von einem Mai 1042er Szenario oder was mit der 1142er. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Allein das Makro ist gut getroffen, finde ich. Weil das Blöde, die Gleise sind ja wirklich nicht. Schaut sich, wie rustig die sind. Das ist ja Wahnsinn. Oh, sorry. Da steht der falsche LKW. Wir haben Hofer und nicht Aldi. Aber weit war Chels. Ja klar, Christian, wenn man langsam ist, war schneller, dass man aus die Gleis haut, ne? Das hat da wieder gefallen, ne? Ja, weiß ich. Gebüsch ins Gesicht. Na, 40-20 will ich nicht fahren. Jetzt habt ihr mich so segiert wegen der 1142er gestern. Lass er mich breitschlagen und dann kommst du mit der 420er daher. Mag ICE vor ich sicher nicht. Falls, das wirst du nicht wissen, aber ich hasse die Dinger. Ich mag die Teile nicht. Sind wir da überhaupt noch richtig? Ich hab jetzt gar nicht geschaut. Oh ja, passt. 500 Meter noch. Lange 500 Meter. Sehr lange 500 Meter. Ja, mit der 1042er mein Szenario mit der Drehscheibe könnte man fahren, wenn es wollt. Warum weint denn der Mike? Weil die 4020er nicht fahren will. Die kommt sicher noch. Weil ich muss ja ist der überhaupt da? Nein, ich glaube der ist nicht da. Ich muss ja Markus und Tour zeigen, wie man die 420er fährt. Und ich glaube der ist heute nicht da. Also jetzt. Ferrari, ja. Ja, apropos Ferrari, ich habe mir jetzt geholt das letztes, aus dem 2017er Jahr, das WRC, wenn euch das interessiert, könnt ihr das auch mal bringen. Hier geradeaus und dann stellen Sie die hinteren 3 Wagen ab, welchen sind selber zu stellen.
Es geht dann weiter, dann wieder um 5 Uhr, ja, was weiß ich. Die hinteren 3 Wagen soll ich anstellen. Fahrzeuge reisen habe ich nicht, Alpha. Schauen wir, dass wir drin bleiben. Und dass wir die hinteren 3, die in Hintern anstellen. Schauen wir mal, sind wir da drin? Sind wir da über dem welchen Grenzzeichen? Stiegel 4 vielleicht noch. Ja, jetzt sind wir schön drin. So, dann hatschen wir da mal 4. Stiegelhof 1. Ja. Das heißt, Stiegel hoch 1, das heißt, wir müssen da 4, wir müssen da irgendeine Weichen stellen. Nämlich die Stiegelhof 1. Und springen wir ins sicher nichts. So. Ja, mag ich Kinder eventuell was aufnehmen, aber du weißt, mit dem Aufnehmer geht es momentan ein bisschen schlecht, weil die Kleine, weil der Kindergarten zu hat. Und das ist ein bisschen schwierig momentan. Und es ist halt ein bisschen blöd. Ehrlich gesagt, ich glaube, die anderen wird WRC nicht wirklich interessieren. Vermute ich einmal. Und somit so, jetzt muss ich verdammt aufpassen, dass ich da nicht 2 4 vor. Weil sonst bleib stehen. Ich schätze mal, das passt. Schauen wir sich jetzt her. Nun vorfahren und dann zurück über Hof 2 und Stiegel 1 und die geschlossenen gute Wagen. Was? Was will er? Ja. Keine Ahnung, was der von mir will, aber ich fahre halt einmal Stiegel 4. Jetzt steigen wir mal aus. Ah, genau. Gehen wir mal ein Stück runter, die Treppe runter, habe ich gesagt. Und jetzt gehen wir da mal um und stellen einmal die Weichen um. Stellen die Weichen um. So. Gehen wir wieder zurück. Mal ist an mir klar. So.
Da ist ein Tier. Da müssen wir hoch, hoch, hoch und rein. Und ich bin mich wieder rein. Das war jetzt ein... Huch. Das war jetzt eine Astralprojektion oder sowas. Ich bin in mich selber gerade reingekupft. Das ist... So, der Lee. Wir dürfen ja nicht weiter... Aber wo will mich der jetzt hier haben? Mike, du könntest da Klick haben. Ich sehe gerade der Markus und du. Hallo Markus und du. Da schön, dass du vorbeischaust. Ist da. Ui, geht sich das aus? Geht sich das aus? Ja, Telefon. Kann passieren. Kommen wir da vorbei? Boah. Das war jetzt aber knapp. Okay, dann fahren wir mal auf Bestimmungsort 2. Was will er jetzt von mir? Stiegel 2. Ich vermute, wir müssen da umstellen. Nee. Welche Richtung stehst du jetzt? Genau, da müssen wir um. So war das, wenn ich mich recht erinnere. Müssen wir den nämlich noch hintere Schirm. Ja, bleib stehen. Stehen bleiben, so ist Zappal. Stehen bleiben. Ich hab gesagt, du sollst stehen bleiben. Gibt's ja jetzt nicht. Ja, das war leider dazwischen passt, ja. So, Licht schalten wir um. Eieieiei, ich bin nicht weg. Dann kann man Bugel. Ja. So Leute, jetzt zuppeln wir das an, dann schieben wir das hintere, wo wir hin müssen. Bringen wir das da? Die Abfrage passt auch nicht, auf Hof 3 gestellt werden. Gut, dann gehen wir da nach vorne, machen wir es so. Spielen wir Verschieber. Mal raus da. Die steht falsch. Dann reden wir gleich auf 4, ja? Kommen wir da noch hin? Kommen wir da noch hin? Kommen wir da noch hin? Da müssen wir da um. Hof 3. Passt. Jetzt schieben wir das da um und dann schauen wir mal weiter. Hä? Ich hab doch keine Türsteuerung bei den Güterwagen. Was ist jetzt falsch? Ja, das kommt davon, wenn man wieder nur teilweise liest im Chat. Nicht alles.
Es werden wieder ein paar lästern. Aber ich stecke mir jetzt auch nicht ins Gesicht. Jetzt biegen wir noch links ab. Ich finde das so witzig, dass man da die Wagöner einschieben muss. So, der Stückerl noch. Wie viel muss ich da jetzt anhängen? Ich glaube 2, ne? Oder? 2, ja. So. Na, da mal nicht speichern. Fahren wir wieder vorwärts. Genau, Christian. Schmeißt mir den Tabak ins Grab rein. Was ist jetzt? Ich dachte, ich muss den anderen dahinter Schirm. Den einen müssen wir wieder 4 fahren, das ist doch idiotisch. Jetzt gehen wir wieder 4. Ah, weh. So ein Schatz. Mit Quasteln auch noch dazu. Haus. Okay, dann stellen wir den halt da an. Aber warum wir den einen da vorne anstellen? Fragt's mich nicht, Leute. Ja, wie gesagt, ich bin das noch nie durchgefahren, das Szenario, ich weiß wirklich nicht. Was will er jetzt von mir? Ich bin doch auf Stiegelhof 2.
Hallo Potato. Hingemann, nimmst du das? Was habe ich denn jetzt nicht gemacht, bitte? Habe ich doch gemacht. Was will der von mir? Ich bin in Stiegelhof 2. Stiegelhof 2, nicht Stiegel 2. Bah. Das ist ja... So, wo ist da jetzt wieder Stiegelhof 2? Was ist da? Da kehren wir hin. Okay. Sorry, mein Fehler. Ja, das habe ich jetzt auch mitgekriegt, Alpha. Hoffentlich erwische ich den Wagen nicht. Oh weh. Na gut, jetzt da der Markus und du anscheinend noch da ist, hoffe ich halt, könnt ihr euch jetzt aussuchen, um ein 4020er, 1042 oder 1142er fahren als nächstes. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Das mit der 1142er war halt wieder auf der Strecke. Die 1042 ist auf der Mittenwald, auf der Mittenwaldbahn, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und ja. Und da passt aber nicht viel dazwischen, ne? Und 4020er können wir sich aussuchen, wo wir fahren. Da habe ich was, da habe ich glaube ich auf die meisten was, außer auf der Maribor, da habe ich nichts, aber auf der Kleinreifling haben wir was, auf der Süd haben wir was. Ja, du bleibst da jetzt stehen. Die hängen wir jetzt ein paar Worte da. Ja. Tschüss. So, und nun vorfahren um Gleis 2. Dort warten wir auf die Bestätigung des die wahre Liebe. Ja, das ist wirklich ein komisches Szenario, aber gut, ja. Dann fahren wir halt einmal vor. Jetzt fahre ich ein bisschen schneller durch. Das geht sich aber auch verdammt knapp mit dem Wagen da nur aus. Er rast schon wieder. Dann bremsen. Ja, mit was? Was du möchtest, das ist wieder mal lieb. Nicht geplant hätte ich ja mein 1042er Szenario, aber
Wie gesagt, das ist halt. Und jetzt? Jetzt fahren wir zurück nach Itzing. Vollgas. Stoff! Oder nicht, das der will nicht. Das Rehband ist eigentlich auch schon uralt, aber mir gefällt das irgendwie. Okay, fahrt jetzt in 2 auf. Ich fahr mein Szenario, okay. War eh geplant. Ich muss euch nur vorwarnen, das war das erste, was ich mit Ansagen gemacht habe, und da sind die Ansagen noch nicht so gut. Aber es hat doch 250 Downloads oder was gehabt. Das kannst du sich einmal aussuchen, Mike. Das gibt's bei RWA und bei, habe ich glaube ich auf beide hochgeladen. Das ist die erste Planfahrt mit der 1042 auf der Mittenwaldbahn. Nachher dann. Oder du Alpha, wer halt schneller ist. Mir ist das relativ wurscht, wer mir das aussucht von euch. Ich weiß, die Verschubdinger kommen nicht so gut an, aber also ich finde es schön, mir gefällt das blöde AP wieder, ach Gott. Ah ja, jetzt Christian Leine, ha? Fahr schneller und dann fängt er mal gleich ins Hupfen an. Hast du gesehen, wie der jetzt gehupft ist? Ich will nicht, dass er mir entgleist, der aber guck. Echt jetzt. Aber da werden wir gleich sehen, wie das jetzt, wie jetzt meine Ding-Einstellungen sind, weil das Szenario von mir hat stückweise ein paar FPS braucht. Ich würde es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders machen, das mit der 1042, aber ja. Fährst mit dem Fahrt und kommst mit dem Zug zurück. Lok hätten wir da, soll ich stehen bleiben? Nö, magst nicht? Gut, dann nicht. Geh mal rein. Gut. Das ist aber erst das nächste, Mike. Das kommt ja erst mit der 1042er. Jö, davon darf man Kilo harzen. Hurra! Ich freu mich. Gravuzi Kapuzi, Tag Arschball. Ja. Muss ein bisschen doof sein auch, oder? Der Bodo baggert noch immer. Ich hoffe, dass ich das noch fahren kann, was ich da zusammenbastelt habe. Das bin ich, seitdem ich es gebaut habe, nicht mehr gefahren, Leilon. Du, Christian, einer muss ja der Doppel sein, oder? Einer hat immer das Bummel. Einer muss immer verlieren. Oder wie war das? Ich hab halt immer das Bummel. Ja, weiter weiß ich es nicht mehr. Ich kenne den Text nicht wirklich auswendig. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das kannst du mal googeln. Das ist ein ganz gutes Wiener Lied.
Ich befehle nichts, ich schaffe an. Nein, nicht falsch verstehen, ich hoffe nicht an. Das war ein bisschen ungut. Wenn ich anschaffen tät. Und wir rasen, wir rasen, wir rasen. Aber wir können nicht noch rasen. Dann rasen wir weiter. Wir rasen im Bong. Bong. Ja, jetzt kommt dann aber irgendwann einmal ein Signal. Sehen wir da was? Ja, wir sehen auch innen was. Salzburg hat Bestimmung schon 3, ja, da hinten müssen wir sich dann einbremsen, Leute. Ich gehe mal in die Bremse. Ich hab gesagt, ich gehe in die Bremse, der bremst aber auch wie ein Wurstsemmel erst. Bremst du? Jetzt hätte ich fast das gesagt, was der Maverick gesagt hat. Also die Bremsen sind nicht sehr gut von dem Teil. Jetzt kommst du aber schon wieder aufhören. Ja, hat sich aber schon wieder erledigt. Aber Christian, das nächste Szenario fängt damit Verschirmer. Leider. Okay. Salzburg Hauptbahnhof. Die alte Version. Aber bevor wir das nächste fahren, mache ich dann eine kurze Pause. Und 2-3 Minuten. Weil ich muss meinem besten Freund die Hand geben. Na, merkt da liegen nicht wirklich Magneten. Schodeli. Ah, der hat einen gehabt, siehst. Da das Signal funktioniert auch nicht wirklich, also es ist relativ entspannt zum Fahren, sage ich mal. So, gleich haben wir es geschafft. Ah ja, da fahren wir schon um, ich will da nicht drauf fahren. Na dann pass halt einmal auf. Wo muss ich denn da hier eigentlich? Ich sehe da genau nix. Alter, der fährt auch kreuz und quer durch Salzburg da. Darf mich nicht wundern, wenn irgendwo der Mozart um und steht oder um und kugelt. Der Mozart kugelt halt um und bei uns, ne? Einmal was anderes. Kommt eins, kommt eins, kommt eins, kommt eins, kommt eins. Umschalten bitte, ne? Ich pass auf, hast du gesehen, Mac? Nicht nur du. Ja, da soll man genau unter der Brücke soll man stehen bleiben. Das ist wieder mal ganz witzig. Wer bleibt da stehen? Kein Mensch. Meiner Meinung nach. Aber bitte. Wenn man will, kann man das so machen, ne? Da, ich glaube, das war's jetzt. Na? Danke für den Daumen.
Oh, geh bitte, jetzt kann ich nochmal zurückfahren. Dann geht der Schaß noch erst, echt wahr. Schau, hast gesehen, ich hab drückt, der hat mir's nicht genommen. Nur damit sie siehst, gell? Er hat mir's nicht genommen, ich kann nichts dafür. Ich frisch schon wieder die Blauen. War schon wieder zu schnell. Ja, das Wetter schaut ein bisschen komisch aus, ich weiß. Aber da steht Oberleitung aus, geht ja eh weiter, was haben sie? Ja, da steht eh was. Aurelion-Look, ja. Hast recht. Oh, hallo ein Mensch, freut mich, dass du auch da bist. Kommst genau richtig zur Pause dann. Elebetsch. Also, wenn du aber mit dem über die Plotten möchte ich mit dem Auto auch nicht drüber fahren. Da hast du einen Achsbruch. Definitiv, schalt nicht um. Okay, tschüss Potato. Das ist gemein, da steht ein Waggon. Oh, die 185er, die habe ich noch nicht. Ja, siehst du, das geht, Raffi. Geschafft, hurra, Ziel hat erreicht. So Leute. Kurze Pause. Und dann fahren wir noch ein Szenario.
So. Da ist er wieder. Und somit machen wir gleich einmal weiter mit dem nächsten Szenario. Ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt. Ja, Alpha, das C42er ist wahrscheinlich das letzte für heute. Weil, ich habe es zuerst schon erwähnt, ein bisschen Rücksicht auf die Family auch nehmen. Die Frau hat die ganze Woche gearbeitet und die möchte auch mal eine Ruhe haben. Ja, 17 Uhr, das weiß ich nicht, ob sie das ausgeht. Weil ich möchte mich dann auch noch in die Boot schmeißen, also schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass ich nachher noch was vor. Aber das ist jetzt von mir das Teil. Da kann ich natürlich noch viel mehr falsch machen als wie sonst, weil ich es selber gebaut habe. Ja, ist so. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie ich das gebaut habe. Es ist schon wieder so lange her. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da zusammenbringen. Ja, du kannst ja auch mal wieder mal ein Video machen. War das nix? Hast du auch schon länger nichts gemacht, ne? Habe ich das Mikro überhaupt eingeschalten? Ja. Nicht? Also. Es wird nicht ganz nah, es ist so. Hä? Ja, keine Ahnung, warum man da jetzt einen Fehler schreibt, ich weiß es nicht. Guten Morgen, rüste deine Lok auf und stelle die Drehscheibe vor dir in die richtige Position. Halte darauf, senke den Band und drehe einmal links. Entweder über F1 Monitor oder mit Shift linke Maus. Danach weiter auf Service 24, um zu wenden. Klingt kompliziert, aber du schaffst das schon. V-Max-Verschub beträgt 25 km/h, Finger weg von der Tab-Taste. So. Dann drehen wir sie einmal die Drehscheibe her. Oh, dass wir drauf fahren können. So. Also das ist jetzt das ist der SSLO, die hat keine Batterie. Stromabnehmer hoch. Na bitte, ist das ein Schnuckelchen? Die ist doch schön, die Lok. So. Hauptschalterin. Richtungswender nach vorne. Licht einschalten. Lassen wir auf so. Bremse lösen, Bremse lösen. Fünf km/h auf die Drehscheibe. Mehr dürfen wir nicht. Jetzt habt ihr ein ÖBB-Material. Da reihenweise habe ich da hingestellt. Schaut euch da an, was ich da alles hingestellt habe. Jetzt bremst er mit der Zugbremsen. Ja. So. Hehehehe. Was ist denn da jetzt wieder? Da will ich hin. Das haben die und den Band da nicht weggenommen. Ja. Jetzt kann jeder noch. Ist doch eh wurscht. Ja, jetzt ist auch schon spät.
Ja, bei ihr ist es ja, geht das. Genau, mach die Augen zu. Ist gescheiter. Uff, ja. Genau. Uff. Hilfe, eine Lok. Nehme ich Büro. What the fuck, was ist jetzt los? Hat da wer auf mein Szenario mal dumm geschraubt oder warum geht das nicht? Leute, irgendwie, wie ich es aufgeladen habe, hat es funktioniert. Jetzt haben wir es nochmal runtergeladen, jetzt funktioniert es nicht. Wir müssen was anderes fahren. Tut mir leid, das fliegt wieder. Sorry. Ich weiß nicht, warum man die Weiche jetzt nicht gestellt gehabt hat. Keine Ahnung. Das heißt, ich suche was anderes. Standard haben wir gesagt. Dann nehmen wir was anderes. Meidling. In der Neustadt Meidling 60 Minuten. Oh, wann ist das? Um 4 in der Früh. Und dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Tut mir leid, ich hätte es vielleicht vorher testen sollen, aber dadurch, dass ich es gebaut habe, habe ich auch genommen, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, warum man da jetzt einen Fehler drin hat. Ja. Aber warum hat er einen Ladefehler gehabt? Ich hab die ganz normal geladen, weiß ich nicht, du deppert das Ding anscheinend. Ein Schaß geholt oder so, keine Ahnung. Aus. Bin ich gleich stinkert. Wie ist gar die für die Süd 200, ne? Oder 210? Also für die Wien Hauptbahnhof. Ja, wurscht, das sehe ich dann eh gleich. Da wir halt Mausallen. Das ist ein bisschen kürzer. Ja. Wollte zwar nicht fahren jetzt, aber ich will mir das nachher anschauen, warum das nicht gelohnt hat und fahre es vielleicht beim nächsten Mal. Wenn nicht, dann nicht, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Tut mir leid, wenn ihr euch gefreut habt drauf, ich hab's aber auch nicht wirklich angekündigt, also ich habe eher die Pannenstreams als wie die normalen, also what else? Es ist halt einmal so. Jetzt warten wir, dass er lohnt und er lohnt nicht. Und ich stehe in der Küche und warte auf ein Taxi, aber es brummt nicht, brummt nicht, brummt nicht. Ich warte auf das Brummen von einem Mercedes Diesel, aber es brummt nicht, brummt nicht. Na, wer hat das gesungen? Naja. Wie gesagt, ich habe den DS leider auf einer HDD und nicht auf einer SSD und somit auf einem Hard Disk Drive. 210, danke Alpha. Und ja. Und somit dauert es halt ein bisschen länger. Gleich haben wir mal die ersten 1-2 Stationen haben wir eh keine Ansagen, weil ich glaube wir fahren am Hauptbahnhof weg. Aber man wird sehen, man wird sehen. Und wegen dem Ding muss ich dann schauen, ob die wirklich bis Bayerbach geht. Dann hole ich mir es natürlich auch.
Wo willst du das fahren noch la? Gibt's da Strecken? Glaub nicht, oder? Gibt's da Strecken von Wien Meidling nach La oder der? Also zumindest nicht offiziell. Also ich hätte keine gefunden. Wann? Ach so, ist erst in der Entwicklung. Ja, na dann. Genauso wie die Westbahn, ne? Die wird ja auch nie fertig werden, glaube ich. Meinst du, machen sie die wann die, weil es hat der Kassen SHG bringt? Ui. Passt. S3. Noch Wiener Neustadt. Die ganze? Ui, das sind sie. Okay, Pantoho. Den machen wir. Licht schalten wir ein. Zentralschalter schalten wir ein. Dann gehen wir da ein 210. Eingabe in Meidling. Zack, Instrumentenlicht. Da hast du jetzt Eisdicken. Irgendwie. Ich glaube, das geht schon, oder? Die haben es abgebrochen. Ich weiß es. Mal schauen, ob ich das noch kann. Es ist ein bisschen ruckelig, aber es dürfte passen mit den FPS. So, ich bremse mich, ich tue jetzt Maus allen, für die was noch nicht wissen, aber das kennt ihr glaube ich eh schon. Ich bremse mich da jetzt einmal schön rein. Ich bin einmal viel zu früh dran, weil ich wieder mal übervorsichtig fahre. Ist das eine Blädermaschine da oben? So, dale. Schwuppdiwupp, wir fahren eine Bore 4020. Na, ist der nicht schön? Ich liebe dieses Teil. Gehen wir mal auf 80. Servus, der Niklas. Ist schon das letzte Szenario für heute, leider. Bin doch eh fast ganz vorn. Mein Gott. Wir müssen warten, wir müssen warten, wir müssen warten. Prost. Mir gefällt das ja mit der Abfertigungsansage noch besser, aber die haben wir leider nicht. Ich meine, ich brauche jetzt nur eine. Ja. Mike, ich hab das einfach gelernt einmal irgendwann.
Ist richtig, es steht nicht wirklich was um und um. Oh ja, schau, da steht ein rotes Auto. Und dahinter Lok, glaube ich, oder? Das ist ein Lok da. Ist das eine? Ist das eine? Was steht doch her, Railchat, bitte? Ein einziger. Na? Ist doch was. Ja, so leise in Matzen nicht, das ist richtig, ja. Mach. Ah, jetzt kommen ja wieder die blöden Verbremser von mir auf der Strecke. Na, das wird wieder lustig werden, Leute. Da habt ihr wieder was zum Lachen. Zum Lachen. Und wir rollen. Da parkst du auch manchmal. Auf den kleinen Parkplatz da? Okay. Ist es der, wo man jetzt schon zahlen muss dafür, oder was? Ja, da ist aber wirklich sehr wenig los, muss ich sagen. Gusch. Es ist... Es geht sich locker aus. Es ist so... Was ist denn da rum? Ein UFO? Da ist eine Drehscheibe oben. Ich bin narisch. Bitte! Da Drehscheiben, wir haben ein UFO. Ich habe ein UFO gesehen. Okay. Gosch habe ich gesagt. Links das Büro. Jetzt wissen alle, wo der Oberheiz arbeitet. Ich hab mir gedacht, du bist schon in Neustadt unten dann. Ja, tschüss Marc. Jetzt kriege ich kleine. Ich traue ihm nicht. Das war um ein Ötzel zweit, oder? Oder das blöde Signal? Stehe ich da? Ich stehe noch dahinter. Nein, 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 nein. Ich stehe noch dahinter, Leute. Das passt noch. Ja, jetzt tut sich ein bisschen was, ne? Ja, bei mir ist es ja dann irgendwie nicht mehr ausgegangen. Wir sind nicht dazugekommen. Ist aber nicht so tragisch. Ja, gehen wir mal 40. Also 60, 40. Ich weiß das nie da oben, das merke man nicht. Aber die Drehscheibe war auch recht lustig, da jetzt ein kleiner Installationsfehler von mir. Ja? Drehscheibe am Himmel. Ja, du, ich bin geschädigt von den RSSLO-Strecken. Ja, der Niklas, aber bitte mit RWA 4020 und nicht mit den DTG klumpert waren, ja. Aber es ist ja was Signalkunde ist doch wurscht, solange es mir nicht einbremst.
Bin ich ein Fachmann? Nein, ich bin ein Hobbyist, oder wie das heißt. Also gackt euch nicht an. Echt jetzt. Ah, da muss man nicht bestätigen. Nein, überhaupt nicht. Schädling aus Mädling. Hab ich gesehen, ja. Warum hat er mit einer neuen einbremst? Das sind immer die Tipps von den Sklaven, ne? Echt wahr. Nehmt es nicht über, aber warum hat er mich jetzt einbremst? So. Gusch. Aber ich fahre die gern mit dem Mausal. Aber wenn ich es manchmal mit einem Bremsen nicht so schaffe. Geht sich das aus? Jawohl. No, bitte. War doch gut. Mit geschwellter Brust sitzt er da. Ich hab gesagt, ich hab mich reinbremst. So, ich bin hinten auch drin. Hinten ist er auch drin. Er ist vorne und hinten drinnen. Naja. Vollgas. Jetzt wird's schnell. Zumindest da nicht auf die Signale schauen. Ja, passt, alles klar. Können wir ruhig Gas geben. Weißt du, dass das merkt, dass dass ich das mit dem Mausel eigentlich gar nicht, das fahre ich erst seit ein paar Mal, also so gut habe ich das nicht drauf normalerweise. Das war jetzt wirklich ein Klick eigentlich. Aber ja, what else? Jedes Mal die blöde Ziffer. Ja, na schau. Ein shitty shit. Und so. Blöde. Ja, ich bin 50, ich fahre noch die alte Methode und aus.
Mir ist das sowas von Blutwurst. Der Medi hat damals geschrien beim Maverick, dass man das noch macht. Das wird knapp. Und somit bremse ich da ein bisschen mit. Nicht in die Schnellbremsung reinrutschen, du hier nie. Gusch. Ah. 40. Ich traue einer nicht. Ja, ich weiß, ich muss einmal so Counter reinhauen oder irgend sowas. Aber das weiß ich noch nicht, wie das geht. Nicht drüber löschen, nicht drüber löschen. Warum ich da nur 40 fahren darf, weiß ich nicht, aber ich fahre es halt einmal. Wieso ist denn das ausgetan? Kann ich da jetzt schneller fahren oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Und da ist der 40 erst ab da. Signalkunde war halt wirklich gut, Alpha, hast recht, ja. Ich glaube, da könnte die schneller fahren, aber ja. Was soll's. Schreibt er mal 120 noch. Ja, super. Jetzt brauche ich aber auch nicht mehr Gas geben, weil das kommt ja gleich da vorne. Egal. Haben wir halt Verspätung. Gleich mal ordentlich, dass es ja auszahlt. Kein Mensch ist perfekt. Da, wo ist der 40er? Nach der Station erst. Das ist ein Schmoren. Was ist da links, rechts, links, rechts? Jetzt ist wieder ein 40er da. Leute. Ist mir doch blunzt, das ist... Wir sind noch nicht da. Einfach freiwillig 40 Ausfahrt mit 60. Wieso 60? Da sind zwei Grüne, das ist eigentlich frei. Naja, gut. Ich glaub's halt einmal und geh mal auf 60. Ja, mein Gott. Man kann sich ja nicht um alles kümmern, sonst war man Kümmerer. Hup. Sorry, vergessen. Kernzonengrenze auch noch. Zögern Sie nicht bei Gefahr für sich selbst und andere Personen mittels Notsprechstelle oder Ziel der Notbremse in Kontakt mit der Zugmannschaft zu treten. In case of danger to yourself or other persons, do not hesitate to contact the train. Ja, ich habe nur 60 Using gestellt. the emergency intercom or by activating the emergency brake. Und zwei Grüne und oben auch Grünes ist komplett frei, oder was?
Ah, das ist wegen der Ausfahrt da, ja, ich weiß schon wieder. Nächster halt Bärersturf. Sicherheit, Sechsblock, Erfolgsblock. Gusch. Geht sie nicht aus, geht sie nicht aus, geht sie nicht aus. Super. Ach Gott, noch einmal, wieder verbremst. Mittlerweile rechts. Vorher war es bis Bayerbach-Reichenau, glaube ich, und dann ab Bayerbach-Reichenau links, wenn mich nicht alles täuscht. Braun Maria Enzersdorf. Na bitte. Ja, die Franzosenbahn haben sie auch mal umgedreht gehabt in die 80er Jahre. So 80er irgendwann um den Traum und um so 84, 85. Sind sie einmal links gefahren, dann rechts, dann wieder links. Also, das ist ja das Blöde. In der Schweiz fahren sie generell links. In Deutschland fahren sie generell rechts. Letztes Jahr war noch Linksverkehr gegeben, Master, ja. Das geht schon wieder nicht aus. Naja, na jetzt kannst du es vergessen. Und das Gusch, depperte Siffer, jetzt wird sie die auch noch. Das geht schon. Ach Gott. Naja, das zählt jetzt auch wieder, ja. Sind wir da hinten? Weiß ich das überhaupt ausgegangen? Ich stehe nur mit dem ersten Wagen drüber, ich sehe das Signal nicht. Okay, passt frei. Ja, das ist, wenn man jetzt wäre ich schon langsam unkonzentriert. Ja. Außerdem fängt man jetzt an wieder an zum Wehtun. Ich muss dann einen Prüfer nehmen. Leider. Vergiss immer die Ansagen. Das ist wieder ein Chaosfahrt heute. Nö. Ja, aber das schneidet wer anderer, das tue ich mir nicht an.
Husch einmal, blöde Siefer. Mödling, wir kommen. Das geht sich zwar locker aus. Da stehen Müllkaulen. Wieso stehen da Müllkaulen auf die Gleis? Und vor allem noch mitten am Gleis. Irgendwas fehlt mir anscheinend. ...26 soll man da sein. Ich bleibe jetzt stehen, mir ist das wurscht. Ja, jetzt habe ich es endlich wieder reingeschafft. Ja, die haben den einfach wieder zurückgetraut. Noch 1-2 Jahre. Das war sie. Mazda. Sum Sum. War das Mazda? Sum Sum? Oder war das? Ja, Sum Sum war Mazda und was war? Toyota war Toyota. Oder so, ne? Wenn mich nicht alles täuschen tut. Ja, was soll's. Was haben wir denn da vorne? Haben wir da vorne was? Liebe Moderatoren, postet in Manuel Kitzel einmal, wo man die Strecke herbekommt und vielleicht auch was man dazu braucht oder so. Weil es ist doch einiges, was man braucht an Freeware-Sachen. Jetzt stehen wir wieder im Bahnhof ewig, zuerst waren wir zu spät. Ja, mit dem Railjet, das ist ja eh leicht zum Fahren, Game Master. Das passt schon. Railjet ist immer schön zum Fahren. Obwohl ich lieber in der Lok fahre als wie im Steierwagen, aber... Ja, habe ich gehört, Game Master. Ich muss mir es erst anschauen auf der Homepage, was da wieder fehlt, oder... Schauen wir mal. Siehst du? Also Wien-Wiener Neustadt, da fahren wir ja gerade. Wien-Wiener Neustadt. Ja, aber mein Lesefehler. Wien-Wiener Neustadt, wo fahren wir denn gerade? Game Master. Haha. Genau auf der. Ein shitty Shuttle. Ah, bitte. Es ist... Wo sind wir denn jetzt? In Mödling. Passt. Schau im Link, ob es da oder nicht postet. Ja. Muss ich dann auch schauen nachher noch. Shitty Shuttle, genau. Ich stehe in der Köden und warte auf ein Taxi, was kommt nicht. Ich warte auf das Brummen von einem Mercedes Diesel, aber es brummt nicht.
Dame von Fonte sagt zu ihm, in 3 Minuten werden sie es brummen hören. Was sind sie? Ein Kollege sind sie? Ein Funsen sind sie? Nicht? So irgendwie ist das gegangen. Ja. Bitte, mach. Heide, mach. Ah. Das Rauschen ist auch komisch, wie wenn da im Hintergrund der Bach rauscht. Das. Okay. Ja, bei so langen Pausen weiß ich nie, was ich sagen soll. Haben wir Innenansicht? Schauen wir uns mal die Innenansichten durch. Schaut genauso aus wie früher. Aber waren die Tiere nicht violett? Ich bilde mir ein, die waren violett. So ein helles Violett und nicht so blau. Und braun hat es glaube ich auch mal gegeben. Aber gut. Vielleicht täusche ich mich. Aber ich bilde mir ein, die waren violett. Im vorigen Szenario habe ich... Ja, das kann sein. Ja, da ist aber keiner auf der Strecke gewesen. Was soll ich machen, wenn mich da keiner überholt hat? Mike. Den hat er wahrscheinlich vergessen. Gusch. Wieso auf Bahnschnee? Ja, Leute, ich habe das Szenario doch nicht gemacht. Ich weiß doch nicht, wie das ist mit denen. Ich habe es runtergeladen aus dem Railwerks Austria Forum. Also von der Railwerks Austria Seite, glaube ich, ist das sogar. Und hab's vorher noch nie gefahren. Immer die i-Tippe Klauerei da. Gosch, habe ich gesagt. Das ist ja wirklich wahr. Was ist das da eigentlich, da seitlich? Geht nicht auf. Ich denke schon, dass da die Talente auffahren. Ja, jetzt bin ich übervorsichtig, okay. Jetzt haben wir wieder keine Zeitangabe. Guntramsdorf. Da lang. Ja, ist vielleicht ein Kraxen, aber ich fahre die Kraxen recht gern, muss ich zugeben. Aber brauchst du nur ein Szenario basteln damit, das ist ja eh nicht so schwer. Wenn du ein Talent fahren willst, ich habe auf der Südbahn von Beibach-Reiche nach Wiener Neustadt ein Szenario mit dem Ansa-Talent in der City-Jet-Lackierung als letztes gemacht, also. Und das geht sich wieder nicht aus. Wieso verbremse ich mich in letzter Zeit dauernd? Das gibt's doch nicht. Ah, weh. Mach die Tür auf. Jetzt macht er mal die Tür nicht auf, der. Hallo, Tür öffnen. Geht da gar nichts. Gebt's Ruck.
Da bist du jetzt drin oder nicht? So. Jetzt macht er mal auf. Schmoren. Stück zurück, ja, anscheinend. Nein. Irgendwie 140 darfst du nicht fahren, da steht Halt. Halt, keine 140. Ja, du wirst lachen, ich bin mit dem Sierer noch nie gefahren. Obwohl ich in Zwerndorf wohne, aber, also in Wien, aber mit dem depperten Desierer bin ich noch nie gefahren. Also mit dem City-Shuttle. Ah, City-Jet meine ich natürlich. So, wenn ich jetzt wieder nicht... Nein, du wirst mir nicht schneller da jetzt. Mal schauen, ob ich es jetzt vielleicht schaffe, weil das ist wirklich heftig diesmal. Weiß nicht, was heute los ist. Oh weh. Jetzt haben wir es bald geschafft. Gott sei Dank. Ah, da sind nicht unter 140. Da habe ich aber ein Pech, weil so schnell geht das Grafenwerk gar nicht. Die geht nur 120. Christian Leine. Da kann ich machen, was ich will. Die geht nur 120. Und keine 140. Ja, so sollte man das mit dem Auto. Servus Hirte, ist leider das letzte Szenario, sorry. Aber du kannst es ja nachher dann noch mal anschauen, also. Ja, ich kann mich nur erinnern, wir sind in die alten Bimos die Holzsessel noch drin gehabt. Und ich bin ja mit der Ding auch noch gefahren, als geschraubt, mit der alten Stadtbahn, mit der roten. Ah, falsch, da will ich her. Gehen wir zurück auf 80, komm. Ich traue ihm nicht. Ich bin aus Wien, Hirte. Geboren in Globurg, also Klosterneuburg, aufgewachsen in Globurg, teilweise im Waldvierlommern und teilweise in Zwerndorf. Ich fahre schon wieder zu langsam, ich weiß. Ja, ich komme mit den Signalen wieder, weil ich bin schon so lange nicht mehr gefahren mit den Strecken, das ist...
So, jetzt ist da aber 60er, ne? Oder heißt es jetzt wieder Einfahrt mit 40 und Ausfahrt mit 60? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin schon ganz vermischt. Aber jetzt geht es ja aus, jetzt stehen wir drin. Ja, kein Signal, was soll denn da heute erwarten? War dann halt einmal mit 40 aus, oder was? Das ist ja wirklich rot. Da müsste jetzt was von hinten kommen, oder was? Ja, da kommt was, hast recht gehabt. Nur kein Toaster, sondern ein Schneller. Ein kurzer Schneller. Okay. Ja, kommt der schnell sogar, Mike. Mit 60 und Halt erwarten. Könnte der Eurocity gewesen sein, ja. Ist mir aber auch relativ blunzen. Schau, da kommt noch ein City Shuttle. Mit modernen, mit einer Taurus hinten. Jetzt stehen wir wieder ewig. Aber wieso stehen wir noch immer? Ach, das ist ja wieder das mit dem blöden DS-Zeug. Doch. Noch rot. Ne, das ist nämlich, wir haben ja schon 60, hätte ich gesagt, der wird dann rausfahren, oder was? Ah, weh. Bitte warten, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Es dauert. Echt jetzt? Ist das, weil ich spät gekommen bin, oder? Glaubst du, dass noch was überholt? Ja gut, wir sind eine Langsambahn, Schnellbahn, ja. Ich höre was. Oder auch nicht. Ich gehe nochmal in die Außenansicht, ich gehe nochmal in die Zweieransicht, vielleicht sieht man was. Ne, da fährt die Schnellbahn auf der anderen Seite weg, aber mir nicht. Aber ich weiß von mir, wenn du dort spät bist, dann rennt es gleich länger, das Stehenbleiben. Das ist ja das Problem. Wir waren ja gute Minuten spät, aber trotzdem könnte man schon rausfahren. Ich hab das Szenario auch noch nie gefahren. Das ist ja das. Darum sage ich ja. Bei dem Szenario habe ich keinen Dunst zum Tuten und Blasen. Also
Wir sind in Pfaffstätten und warten. Ja, können wir nichts anderes tun als zu warten. Aber ich will mir noch auf alle Fälle anschauen, ob das wegen den bis Neustadt, bis Bayerbach-Reichenau, dann könnte man auch ein paar schöne Sachen fahren. Und vielleicht macht uns da ja wer was mit ein paar Toasters und mit einer 1142er. Ich liebe diese Lok. Naja, nicht wirklich, aber ja, nein, so ungern fahre ich. So ungern fahre ich es auch nicht, also. Aber leider sind die Strecken, wo es mit 1142er Szenarien gibt, beziehungsweise gefällt mir das, jetzt kommt noch was. 1044er, nein, da ist sogar. Ich glaube, das ist ein 1144er, weil es von hinten so schön reingescheint hat. Das macht es eigentlich nur bei der 1144er. Ah, weh. Ah ja, schickst du mir's dann, dass ich es nächste Woche bringen kann? Ja, dann habe ich eine Woche Zeit zum Üben. Mike. War vielleicht nicht schlecht, wenn ich ein bisschen üben hätte, ne? Und mich nicht so blamier wie jetzt gerade. Das war ein Railjet, kein Cityjet. Ja, die Schienenstöße. Aber noch schlimmer sind es, glaube ich, beim Diesel die Zero. Beim 1522er. Den hörst du schon rumpen, da glaubst du sitzt im Ding drin. Dabei kommt der erst. Das ist halt auch ein bisschen ein Problem bei den Ganzen. Na geh bitte, mach doch, ist doch eh schon frei. Lass mich, da müsste es eine Zwangsschließung geben eigentlich. Das war nicht schlecht, weil frei haben wir ja schon. Mit 60. Ohne Wartezeit. Wenn's geht. Ja, wenn ich wirklich warten will, dann hau ich die Pausenmusik rein und geh aufs Klo, dann können wir genauso warten. Ich weiß, dass der in Neustadt stehen bleibt. Das weiß ich doch noch irgendwie. Ich muss irgendwann einmal mit den 12er-Szenario anfangen, mit der Dampf. Weil das ist mir ein Anliegen. Da habe ich schon ein paar schöne alte Sachen. Auch wenn das jetzt teilweise GWE klumpert ist, aber da weiß ich eh nicht, ob ich das nehme. Aber von PK oder wie der heißt, da möchte ich die E94 einbauen und den Eierkopf da, den komischen Dieseltriebwagen da. Da möchte ich so altes, klassisches Rollmaterial umfahren lassen. Brauchst du es ja nicht zurückziehen, so schön. Hättest du es ruhig stehen lassen können. Obwohl, war mal interessant, das da mit einer 1014er. Oder? Ich weiß, die fahren jetzt nicht mehr, aber... Und das Ganze vielleicht auf Linksverkehr. Und ein bisschen älteres ÖBB-Material rein. Ah, was hältst du davon, Mike? Das ist ein 100er. Okay, der 100er kommt erst nach der Weichen.
1822er ist doch bei uns nicht gefahren, Alpha. Das ist ja das Problem. War aber auch mal interessant, ja. Das geht sich aus, Boden ist lang. Ich hab gesagt, das geht sich aus. Wirst du stehen bleiben, du Grafewerk? Ich glaube, ich bin. Hallo? Bremsen. Ja, so ist er brav. Das ist ja schon leer. Schau, geht sie wieder nicht aus. Naja, ich stehe noch vor dem Signal. Schauen wir mal, wie wir drin stehen. Ne? Ne, ich bin drauf. Da war sogar noch kein Platz mehr gewesen, okay. Aber ich bin drauf. Bock. Die 1822, ja, aber da haben wir ja die Lackierung nicht, Alpha. Das ist ja der Krampf immer mit den Lackierungen. Bad Vöslau. Dexol, das ist irgendein Ölunternehmen, oder? Oh Jonas, da Grüße. Freut mich, dass du reinschaust. Ich hau gerade deinen Zug zusammen. Oh wie. Okay. Das habe ich nicht gewusst, Alpha, dass es die gibt. Und weiter geht's. Da ist ja 100er. Jetzt ein 100er oder 85. Passt, aber doch richtig. Aber da kommt jetzt der 60er. Fahren wir da jetzt raus? Ich trau dem Frieden nicht. Ich hab's gewusst, wir fahren raus. Da hat's mich das letzte Mal einbremst. Da ist der 60er, passt. Das, Mike, das habe ich mir gemerkt. Gusch. Ah, wie die sie vernervt. Ein bisschen weit hinten, aber mein Gott.
So, was das? Also das ist seltsam. Du achtest noch auf die Rechtschreibung. Das ist doch noch so viel Rechtschreibreformen, was man gehabt hat schon. Ja, sowas von Blunzen, Mario. Das bringt gar nichts. Du kannst heutzutage eh schon schreiben, wie du willst. So, haben wir noch weit? Ha, ich hab nicht angesagt. Nächster Halt, Next Stop, Bad Vöslau. Na, hoffentlich schaffen sie es noch rechtzeitig aus dem Zug. Ja, dann lasse ich halt ein bisschen länger offen. Ich vergiss immer die Q-Tasten zum Drücken. Weil das beim CityJet automatisch geht. Obwohl mir ja der 420er besser gefällt, aber man sind beide super Fahrzeuge, aber irgendwie das Nostalgische ist halt beim 420er, mit dem bin ich aufgewachsen, ihr wisst ja, wie es ist. Das ist. Ich bin sogar noch mit den 4030er gefahren. Da hat es noch Raucher gegeben. Rechtschreibung, ja, genau. Ja, das müsste man dann, Christian, das müsste man dann entweder in Korinth oder in Sütterlein oder in Offenbacher schreiben. Also, aber das wird kaum mehr lesen können heute noch. Denke ich mal. Ich glaube nicht, dass das noch viele Leute lesen können. Und wir rauschen mit 60. Gottingbrunn. War ja auch schon ein paar Mal. Bleiben wir bei 80. Davon ist ein gelbes Signal. Langsamfahrt erwarten, Ausfahrt frei, oder wie? Keine Beeinflussung. Ah, da hätte ich da erst bremsen müssen, naja. Der Fahrplan ist eh schon im... Bin schon wieder zu spät. Jetzt bremse ich früher. Ja, den 100 habe ich jetzt auch gesehen, aber... Ja. Ich muss wirklich einmal einen Signalkurs machen. Der Mike wird mir das irgendwann einmal erklären, ha? Was hältst du davon? Mit 100. Aber jetzt kann es ja eh nicht mehr weit sein, oder? Ja, das zahlt sich, Leute. Ja, das bringt mir was, wenn ich bei reinfahren zu bremsen. Oh. What the?
Genau, jetzt habe ich den Scheiß. Da ist doch ein 100er, den muss ich doch nicht bestätigen. Was soll der Schmoren? Gib Gas. Ah, das fängt der. Na, echt. Da steht Matrix drauf, habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Ja, da ist 100 gestanden und 100 muss man doch nicht bestätigen. Sapperlota Show. So ein Schatz. Mit Quastel. Hallo Don Matteo. Leider ist letztes Szenario für heute. Uiuiuiuiui. Ich drück. Du gehst mal zurück auf einen 60er. Leobersdorf, das ist, da hat es mich schon einmal eingebremst mit der 1142er. Das kenne ich noch. Aber da war ich schneller drauf, wenn reinfahren. Ich weiß, das zählt. Signal 60 angekündigt, ja. Dass er 60er kommt, habe ich eh gewusst, aber auf Signal habe ich vergessen. Kann ja passieren, oder? Und übrigens Alpha, ich schreibe mit Y. Wenn wir schon dabei sind. So, wenn ich schon am Lästern bin. So, da. Bauer 4020, lieber Don Matteo, dass da was siehst von der ÖBB. Innen, wie gesagt, da haben wir die Ansicht und die. Und ich bilde mir trotzdem ein, dass die Tieren lila waren. Macht ja nichts, freut mich, dass du vorbeischaust, Don Matteo. Auch wenn es nur kurz ist. Und jetzt bestätige ich, wo ich es nicht brauche, ne? Eh klar. Na sag ich ja, hätte ich nicht braucht. So. Hallo Emilian. So. Welche Dame? Welche Dame? Welche Dame? Von der da? Okay, das ist irgendein Bürodussi. Was magst du mit der? Magst du ja Diktat aussagen oder was? Nee. Soll ich noch? Wo jetzt wieder Stationen da sind? Wir sind unterwegs auf der Südbahn, also vom Wien Hauptbahnhof nach Wiener Neustadt. Mit dem 40 Gusch, mit dem 4020er. Genau, Alpha. Und wenn du mir noch einmal mit I schreibst, statt mit Y, lieber Alpha. Ja, ich habe das Update noch nicht runtergeladen, Newmaster. Drum bis Brr. Ich habe es leider erst jetzt im Stream erfahren, dass es das gibt. Ich hole mir es nach dem Stream gleich.
Aber ist eh wurscht, weil ich fahre eh nur Blödsinn zusammen. Und da kann man dann eh wieder nur mit dem... Hä? Was für Third Rails Radar? Tut mir leid, das ist mir irgendwie... Kenne ich nicht. Und das geht sich sogar ausgehen. Ah, mit Zubremsen, aber... Wenigstens habe ich mich jetzt nicht verbremst. Ist ja auch was. So, Langsamfahrt erwarten mit 90. Oder wie? Das heißt, ich darf am Anfang nicht schneller wie 85 fahren, oder wie? Oder gleich auf 90 rauf. Ich gehe mal auf 90. Türen schließen. Vorsicht, so, fährt ab. Multiplayer. Okay, im DS. Das wäre mal cool. Also nur 80. Ja. Okay, danke Emilian für dein Abo. Ich muss das noch einstellen, ich habe es jetzt nicht gesehen, vielleicht sieht man es bei euch im Stream. Jetzt kann ich... Eieieiei. Jetzt haut's die aber umeinander. Ich glaube nicht, dass das was kostet. Aber wo sieht man das dann? Ich werde das einmal googeln. Ich fahre schon wieder einen Stiefel zusammen. Ich fahre einen Stiefel zusammen, das ist nicht normal. Jo, ich quäle den 4020er leider. Da ist sicher nur 60 aus. Zwingt er weichen. Die Weiche muss weichen. So, weiter geht's. Jetzt haben wir es gleich voll geschafft. Wir waren jetzt in Felix, aber jetzt kommt Therese in Feld, dann haben wir noch 2 Stationen, glaube ich, oder so. Und das war's dann für heute. Axörtrails.org, okay, das schauen wir nachher an. Drück nicht so auf die Ziffer-Taste, ich weiß es. Gehen wir Gas. Dass wir sie bei der nächsten Station wieder verbremsen, sind glaube ich nur mehr 2, ne? 1, 2, 3 sind es noch. Okay.
Also als Lokführer war ich wahrscheinlich meinen Job schon los, Gusch. 100%ig. Den Stiefel, was ich da zusammenfahre, das geht ja auf keine Kuhhaut. Ich muss nicht kesseln, ich will. Ja, dass ich mich wieder verbremse, ne? Kommt die Station jetzt? Das gibt's ja jetzt nicht. Kesseln mit 120, schneller geht das Ding nicht. Aber jetzt. Das früher. Jetzt sag einmal, was fährt denn jetzt zusammen? Boy. Und das Hiefer wieder. Ich glaube, ich bremse da jetzt wieder normal rein, weil. Uiuiui. Das muss kesseln werden. Oder lass es kesseln werden. Das geht da schon wieder dauernd auf. Das ist ja nicht normal. Oh weh. So. Gehen wir gleich volle Post. War ein bisschen zu früh, ich weiß es. Aber sonst vergiss ich wieder. Ist ja nicht so einfach bei mir. Ich bin ja schon ein alter Mann. Habe ich mir sagen lassen. Ob stimmt, ist eine andere Frage, aber der Jüngste bin ich nicht mehr mit meinen fast 50. Ja, ist schon gut. Jetzt fahren wir normal eine. Schaffen wir es so besser. Ah, nicht, ne? Ich weiß es, Bitgipfer, wir haben ja schon drüber philosophiert wegen Jahr, ne? Ja, jetzt kann ich so auch nicht mehr reinfahren. Also da geht es ja mit dem Maus auch noch schöner zum Reinfahren. Bleiben wir da stehen, aus. Egal. Gleich was geschafft.
Bin gespannt, auf welchen Gleis das wir reinfahren. So, schauen wir mal, was wir da haben. Langsam verwarten. Erwarten, Einfahrt frei, was? Ausfahrt frei, so irgendwie. Und wieder falsch gefahren. Bahnsteig 5. Ausfahrt mit 60. Ah, weh. Ja, der fährt ja dann in die Abstellung. Ich glaube, wir müssen noch in die Abstellung fahren. Ja, wir müssen noch in die Abstellung, glaube ich, fahren nachher. Ein Talent. Ja, du Alpha, ich habe ja meinen auch irgendwo reinfahren lassen. Aber einen besseren Wetten, weil ich es nicht besser gewusst habe. Na bitte. Hätte mich der weiter vorn stehen lassen, das darf jetzt nicht wahr sein. Ah, weh. Die Ansage nicht gemacht, sorry. Nächster Halt, next stop, Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Auf Wiedersehen. Mein Gott, habt ihr Pech gehabt. Da stand doch mit 60. Naja. Da steht ja auch nichts um und um, da steht ja bei mir mehr um und um, wenn ich ein Szenario mache. Naja. Wenn ich in die Abstellung fahre, hätte ich da schon gern was steht drinnen. Ehrlich war. Schickt mich der hin. Okay, da, aber da ist ja alles leer. Da steht ein Gleis am Masten. Autsch, autsch. Kann ein Installationsfehler von mir auch sein. Oh weh.
Aber der hintere fahre ich ja normalerweise nie, also dann wird es mir nicht aufgefallen sein. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon, ich meine, die neueste Version ist nicht, wenn da jetzt eine neue rausgekommen ist, ist schon klar, aber ja. Ja. Okay. Bleib mal stehen. Egal, du nimmst es schon. Jawohl. Ja, das hat weh da. Aber mein Gott. Kann von mir Installationsfehler sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie alt die Version ist, die was ich da jetzt bei mir selber installiert habe. Ja Leute, das war's für heute. Liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es habt ein bisschen Spaß gemacht und gehabt. Und vielleicht sehen wir uns ja dann wieder beim Maverick später, weil ich muss jetzt ein bisschen was machen. Hat mir auf alle Fälle gefreut, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Alles Liebe. Bis demnächst, euer Andi.